Hallo und herzlich willkommen in der Bastelgarage. Ich bin der Jürgen und im Moment habe ich ja gesundheitliche Probleme. Ich weiß nicht, ob ihr das Video vorher gesehen habt. Und zunächst einmal möchte ich mich wirklich bei allen recht herzlich bedanken für die Genesungswünsche. Es geht mir immer noch nicht besonders gut, aber ich habe halt ein Projekt, das hatte ich jetzt zu fast 90% fertig und habe mich jetzt dazu entschlossen, tatsächlich das jetzt mal fertigzustellen und das dann wieder zu veröffentlichen. Also wie gesagt, nochmal vielen Dank für die vielen Glückwünsche. Ich bin leider nicht dazu gekommen, das sind über 100 Kommentare, die zu beantworten. Das ist mir im Moment, mir fehlt die Konzentration dazu. Trotzdem nochmal vielen Dank. Das, was ich aber heute machen möchte, und zwar ist, wenn man hier, es gibt immer die Möglichkeit, dass man hier so eine Ecke rausschneiden muss aus dem Holz. Und ja, wie macht man das? Wie immer mit der Stichsäge, erst rechts, links und dann setzt man die Säge an und schneidet irgendwie in einem Bogen da dran vorbei. Dieses schräg reinschneiden, das war etwas, was mich immer sehr gestört hat. Und deshalb habe ich jetzt dieses Teil mal hier konstruiert. Und zwar sind das Sägeblätter. Erzähle ich euch aber gleich mehr dazu. Ich habe jetzt mal diese, das sind 5 Sägeblätter, erzähle ich gleich mehr zu, eingespannt, diese habe ich zusammen gemacht und möchte jetzt dieses Teil hier heraustrennen. Ich habe das nur mal markiert, damit man das besser erkennen kann. So, und dann setze ich das einfach hier am Rand an und schneide dann hier mit rein. Damit habe ich jetzt eine Kante, die so breit ist, dass mein normales Sägeblatt da rein ist, kann und ich das hier der Länge nach aufschneiden kann. Sollte das nicht so sein, mache ich mir halt einen zweiten und kann jetzt prima hier entlang schneiden. Super einfach und ohne dieses, normalerweise schneide ich ja so hinein und muss dann anschließend von hier aus wieder zurückschneiden, um diese Ecke schön rauszukriegen. Hier haben wir jetzt einen richtig schönen 90° Winkel drin. Das, was ich hier geschnitten habe, ist ein bisschen rund. Da muss ich mir wahrscheinlich in dem Fall einen Anschlag machen. Aber ich finde, das ist ein ganz hilfreiches Mittel. Man hat sehr schnell diese Sägeblätter gewechselt. Und was ich dazu brauche und wie ich das gemacht habe, das kommt jetzt. Zunächst einmal habe ich mir hier handelsübliche Sägeblätter besorgt. Die sind 100 mm lang, wovon die Sägefläche 75 mm ist. Ja? Ich habe es auch versucht, ich habe mir solche längeren Sägeblätter besorgt. Hier diese schwarzen, die sind 180 mm lang. Problem ist, die lassen sich nicht bohren. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Material ist. Die haben sich einfach nicht durchbohren lassen. Und deshalb gehen wir jetzt erstmal, das sind diese normalen, das sind die silbernen. Und die schneiden wir uns jetzt erstmal passend zurecht. Jetzt habe ich mir hier eins von den Sägeblättern eingespannt. Man muss sehen, dass dieses Teil hier unten ist, dass man das Ganze runtergezogen bekommt, weil das hier ja jetzt die Kante ist, die übrig bleibt, also die stehen bleiben muss. Und deshalb mache ich mir dann mit dem Edding etwas höher hier einen Strich. So, und zwar muss ich die einzelnen Sägeblätter hier oben, diese Halterungen, die muss ich an 4 Stück abschneiden. Das soll ja nur ein einziges soll drin bleiben. Rechts und links kommen 2 von diesen Sägeblättern dazu, die natürlich keine Aufnahme brauchen. Die 4 Sägeblätter habe ich mir jetzt hier im Schraubstock eingespannt und schneide die dann hier, wo ich die Markierung habe, einfach ab. Die abgeschnittenen Sägeblätter mache ich jetzt mit Isopropanol sauber. Das ist ein 99,9%iger Alkohol. Der wird auch gerne bei der Autolackiererei benutzt, um Fette und Öle zu entfernen. Und das mache ich jetzt mal hier. Damit, falls noch irgendwelche Öl- oder Fettreste
auf den Sägeblättern sind, damit das damit entfernt wird. Und wie immer der kurze Hinweis, diese Sachen sind halt sehr leicht brennbar. Sie können zu Schläfrigkeit und Benommenheit führen. Also deshalb auch, wenn ihr die Lappen benutzt, draußen im Freien am besten lüften lassen. Und wie üblich, alle Sicherheitsvorschriften genau beachten. Ich habe jetzt hier so einen 2-Komponenten-Kleber. Dann mischen wir uns jetzt an. So, gut durchrühren. Und dann schmieren wir dann von dem Zeug hier etwas drauf. Die Masse ist übrigens 5 Minuten verarbeitbar, danach fängt sie an auszuhärten. Dann setzen wir uns hier einfach mal das nächste Sägeblatt drauf. Wieder etwas Kleber. Drehen das Ganze rum und kleben auf der anderen Seite ebenfalls die 2 Stücke auf. So, jetzt ist das Ganze noch verarbeitbar, also noch beweglich. Wie gesagt, 5 Minuten. Auch wenn es dann noch beweglich ist, sollte man es nicht mehr bewegen, weil dann der Härtungsprozess einsetzt. So, und das Ganze lasse ich jetzt ein bisschen trocknen. Man sollte also jetzt mit dem Kleber mindestens 20 Minuten warten. So, dann muss ich mich noch korrigieren. Also der Kleber ist nicht nach einer halben Stunde trocken, dann geht das Ganze nämlich wieder auseinander. Ich habe es jetzt über Nacht, also mindestens 12 Stunden lang trocknen lassen und dann die Löcher da reingebohrt. Also entgehärtet ist er erst nach 12 Stunden. Ich habe jetzt hier eine halbe Stunde gewartet. Und da bohren wir jetzt 2 Löcher rein. Ich habe jetzt hier 2 mm, da sollen nachher diese 3 mm Schrauben rein. Senkschrauben sind das übrigens. Und vorher schneide ich mir dann natürlich noch ein Gewinde da rein, damit das Ganze auch gut hält. Die Löcher sind gebohrt und jetzt mache ich mit einem Gewinderschneider da ein Gewinde rein. So, schön Gewinde reingeschnitten und jetzt kommen da noch Schrauben durch. Und zwar habe ich dafür M3 x 16 mm, die sind zu lang, die werden aber auf der Rückseite nachher abgeflext. Das flexen wir jetzt erstmal ab, bevor wir die andere Schraube da reinmachen. Einmal rumgedreht und eingespannt und hier die nächste Schraube durch. Und wieder abflexen. Ich würde sagen, ich habe das jetzt hier eingespannt und wir machen mal eine kleine Probe. Also wenn man kleinere Löcher hat, die sagen wir nur 2 cm oder sowas breit sind, kann man das natürlich hiermit komplett raussägen, ohne nochmal umzuspannen und mit einem normalen Sägeblatt hier die Länge abzuschneiden. Also ein kleines und nützliches Tool. Wie gesagt, hier sind diese Ausschnitte, die ich da gemacht habe. Hat wunderbar geklappt. Mit dem Kleber bin ich nicht ganz so zufrieden, muss ich sagen. Ich habe mir eigentlich von einem Metallkleber mehr erhofft. Aber sobald die Schrauben drin sind, hält das Ganze auch richtig gut. Und natürlich gibt es alle Sachen, wie immer, habe ich unten verlinkt. Und in diesem Sinne nochmals vielen Dank für eure Besserungswünsche. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis dann, Gruß, euer Jürgen.